In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man die Anzahl von Cell-Positionen ermitteln kann. Unser Expert Advisor hier zeigt uns derzeitig 5 Cell-Positionen an. Wir zählen das mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Cell Position Counter, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles zwischen der OnTick-Funktion und dieser OnInit-Funktion hier gelöscht werden. Auch alles oberhalb der OnInit-Funktion wird entfernt. Und wir löschen auch die grauen Kommentarzeilen hier. Zunächst importieren wir die Datei trade.mqh, die stellt uns einige Handelsfunktionen bereit. Danach erstellen wir uns eine Instanz von ctrade mit dem Namen Trade. Die nutzen wir später, um unsere Testpositionen zu eröffnen. Dazu rufe ich hier einmalig in der OnInit-Funktion eine Funktion mit dem Namen OpenTestPositions auf. Auf einem Echtgeldkonto würde man das natürlich nicht tun, aber ich brauche einige Positionen, damit ich etwas habe, das ich zählen kann. Innerhalb der OnTick-Funktion möchten wir gerne mit dem Command-Befehl den Text Anzahl der Cell-Positionen ausgeben, gefolgt von den tatsächlichen Positionen, die wir über eine noch zu erstellende Funktion mit dem Namen CountCellPositions ermitteln möchten. Diese Funktion soll uns einen Integerwert zurückliefern. Wir erstellen hier eine Variable mit dem Namen NumberOfCellPositions, die zunächst den Wert 0 bekommt. Es handelt sich um eine Integervariable, da wir nur ganze Zahlen brauchen. Und jetzt nutzen wir eine For-Schleife, um alle Positionen durchzugehen. Die Gesamtanzahl von Positionen liefert uns die Funktion PositionsTotal. Und wir zählen hier so lange runter, wie wir noch offene Positionen finden. Die Funktion PositionGetSymbol liefert uns das aktuelle Währungspaar für die entsprechende Position. Das Ergebnis weisen wir hier einer Textvariable mit dem Namen CurrencyPair zu. Danach nutzen wir die Funktion PositionGetInteger und als Parameter verwenden wir PositionType, alles in Großbuchstaben. Das brauchen wir, um die Richtung unserer Position zu ermitteln. Und wenn das aktuelle Währungspaar auf dem Chart übereinstimmt mit dem Währungspaar unserer Position, dann prüfen wir im nächsten Schritt, ob die Positionsrichtung den Wert PositionTypeCell enthält. Wenn man sich das in der Hilfe einmal anschaut, Typ der Position, gibt es hier einen Link und der zeigt uns, aha, Position-Type-Cell, alles in Großbuchstaben. Da handelt es sich um einen Verkauf und das ist genau das, was wir brauchen. Und darum gehen wir jetzt hin und erhöhen die aktuelle Anzahl unserer Cell-Positionen um den Wert 1. Am Ende der Vorschleife, wenn wir alle Positionen durchgegangen sind, müssen wir hier noch die Klammer wieder schließen und dann nutzen wir den Befehl Return Number of Cell Positions, um unsere ermittelte Positionsanzahl an das Hauptmodul zurückzugeben. Ich zeige jetzt noch kurz meine Funktion für die Testpositionen. Ich nutze hier einen Zufallsgenerator, der wird hier initialisiert, berechnet dann eine zufällige Anzahl von Positionen und anhand dieser Anzahl werden hier unten entsprechend viele Buy-and-Sell-Trades eröffnet. Auf einem Echtgeldkonto würde man das natürlich nicht so tun, aber in diesem Fall sind wir soweit fertig und können hier auf Kompilieren klicken. Das hat hier ohne Fehler funktioniert. Falls bei Ihnen Fehler auftreten oder Sie nicht wissen, was dieser Code hier so macht, dann möchten Sie sich vielleicht die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Wir können jetzt jedenfalls hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir jetzt die neu erstellte Datei simpler cellpositioncounter.ex5 aus.
Bitte markieren Sie hier die Option für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. Und so sieht das Ganze jetzt im laufenden Betrieb aus. Unser Expert Advisor zeigt uns an, wir haben 2 Cell-Positionen. Das stimmt, 2 Positionen sind auch hier unten zu sehen. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit einem einfachen Expert Advisor die Anzahl von Cell-Positionen selbst ermitteln können. Falls Sie eine Frage haben, die man in so einem Video hier behandeln könnte, dann schicken Sie mir einfach ein E-Mail. Und Sie haben dieses Beispiel selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.